Hallo liebe Zuschauer, heute sind wir mal vor dem Haus. Wir bauen nämlich einen Unterstand für unsere Gartengeräte und eine Einstellmöglichkeit für unsere Mülltonne. Verrostet, vergammelt, liegen gelassen. Das muss nicht sein, denn, wie sagt man so schön, Ordnung ist das halbe Leben. Und deswegen bringen wir heute Ordnung in unsere Gartengeräte. Und eine schöne Unterstellmöglichkeit für unsere Mülltonne gibt's auch noch dazu. Unterstützt werde ich bei dieser Do-it-yourself-Herausforderung von Allrounderin Feli und natürlich auch unserer tierischen Style-Expertin Hami. Wir arbeiten mit verschiedenen Aluminiumsystemen von Alpha. Das Ordnungs- und Aufräumsortiment lässt sich nahezu unendlich kombinieren. Alles, was wir für unseren Unterstand brauchen, gibt es im Baumarkt. Übrigens, Aluminium ist ein super Material für draußen. Es ist nämlich rostfrei und keine Witterung kann ihm was anhaben. Winkel, Schienen, Haken, Zubehör. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt. Wir kombinieren heute die beiden Alpha-Systeme Combitech Basis und Coaxis. Aus den Coaxis-Profilen bauen wir erstmal einen Rahmen und der wird dann die Rückwand unserer Unterstellmöglichkeit. Dafür bringen wir die 35,5 mm Profile auf die richtige Länge. Feli verwendet eine Kappsäge mit einem Aluminiumsägeblatt für besonders präzise Schnitte. Die Profile lassen sich aber natürlich auch mit einer herkömmlichen Kreissäge zuschneiden. Passende Auflageprofile haben wir ebenfalls zugesägt. Und diese Auflageprofile hier passen perfekt in diese Nut. An ihnen werden später die Wandbleche angebracht. Um die Coaxis-Profile untereinander zu verbinden, verwenden wir die mitgelieferten Verbindungswinkel. Diese lassen sich ebenfalls ganz einfach in die Nut einführen. Abschlusskappe drauf. Dann nur noch zusammenstecken und mit der Schraube fixieren. So. Sieht doch gut aus. Und jetzt? Ja, jetzt würde ich sagen, tragen wir das Ganze herüber, machen an der Hauswand weiter. Das ist ein bisschen einfacher. Gut. Nach und nach entsteht so das stabile Gerüst für unseren Unterstand. Fehlen nur noch Wände und Türen. Die Außenwände bauen wir jetzt aus diesen Quadratlochblechen. Genau, und dafür müssen die noch zugeschnitten werden. Dafür spannen wir das Blech wie bei einem Sandwich zwischen zwei Sperrholzplatten ein. Gut festziehen, damit es sich nicht mehr bewegen kann. Wir verwenden Restholz, das später auch noch beim Dach zum Einsatz kommt. Zum Sägen verwenden wir eine Stichsäge mit niedriger Hubzahl und ohne Pendelhub. Die Bleche gibt es mit und ohne Löcher. Wir benutzen beide. Jetzt nur noch an den Auflageprofilen festschrauben und fertig. Als nächstes haben wir das Material für unsere Türen bereitgelegt. Und die bauen wir jetzt aus diesen Combitech-Profilen. Die Profile werden mit Connect-Verbindern aus Kunststoff aneinander befestigt. Ein paar Schläge mit dem Hammer und die Verbindung hält. Dann nur noch das Quadratlochblech anschrauben und weiter geht's. Angebracht werden die Türen mit den passenden Coaxis-Scharnieren. Der Clou? Den Riegel bildet einfach ein gekürztes Coaxis-Flachprofil mit 2 Abschlusskappen und einer Schraube in der Mitte. Das Dach bringen wir in einer leichten Schräge an. Und um diese Schräge zu erzeugen, ist die Rückwand höher als die Vorderwand. Mit den praktischen Coaxis-Gelenkscharnieren ist die Anbringung kein Problem. Und jetzt statten wir den Innenraum noch mit Haken aus. Von Alpha gibt es viele Hakensysteme für jeden Zweck. Als Basisschiene für unsere Haken dient ein breites Coaxis-Profil.
Die Haken lassen sich so beliebig im Innenraum anordnen. Als kleines Extra haben wir noch ein Brett eingebaut, das später als Ablage dienen kann. Fehlen nur noch die Geräte. Ob Spaten oder Besen, der X-Star-Gerätehalter hat dank Rückholfeder alles fest im Griff. Und so ist das gewünschte Gerät immer griffbereit. Aber auch die anderen Haken erfüllen ihren Zweck. Für unsere Mülltonnenbehausung haben wir nach dem gleichen Prinzip ein Gestell gebaut, das wir ebenfalls mit Blechen verkleidet haben. Die Tür aus Coaxis-Profilen wird mit einem Schieberiegel geschlossen. Raffiniert wird's beim Deckel. Ein kleines Drahtseil, das sich mühelos an den Gelenkscharnieren befestigen lässt, hebt den Deckel beim Öffnen immer mit an. War doch gar nicht so schwierig. Nee. Endlich haben unsere Gartengeräte ein neues Zuhause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Unser Unterstand ist nicht nur praktisch, sondern auch richtig schick. Wenn man die Combitex-Systeme von Alpha clever kombiniert und mit dem richtigen Zubehör versieht, ist fast alles möglich. Und die spezielle Konstruktion der Aluminiumprofile und die hochwertige Verarbeitung sorgen für beste Stabilität. Mit dem praktischen Ordnungs- und Aufräumsortiment haben wir im Innern jede Menge Stauraum geschaffen. Ob Schubkarre oder Gartengeräte, alles ist dank Alpha gut verstaut und vor Wind und Wetter geschützt.